Hallo Leute, worum es heute gehen soll, ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte gerne einen Schleifvergleich machen zwischen einem CBN 80er Rad und einem CBN 160er Rad, weil ich immer wieder gefragt werde, was ist denn das Beste und so weiter. Zu diesem Zweck habe ich einfach gedacht, ich nehme mir mal ein altes Messer von mir, das ist so ein uralt Santoku, auch ein billiges Teil, also das ist jetzt überhaupt nichts Besonderes, und hau da mal ein paar Macken rein. Dazu nehme ich so einen Stechbeitel und jetzt nehme ich hier die Kante. Ja, und habe jetzt hier wunderschöne Chips drin, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich kann auch kurz unter das Mikroskop damit gehen, dann sieht man das richtig. Und jetzt schleife ich das mit dem 80er und zähle die Züge, wie oft ich brauche, bis die Chips draußen sind. Und dann mache ich dasselbe nochmal. Ich versuche das dann auch ziemlich gleichmäßig wieder drauf zu klopfen. Und dann werde ich diese Chips versuchen mit dem 160er rauszumachen. Und auch hier die Anzahl der Züge messen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, das 80er wird wahrscheinlich dreimal so schnell sein. Ist natürlich dann besonders geeignet für Messermacher und so, die eine Schneide mal generell anlegen wollen oder wie auch immer. Für den normalen Schleifer, sage ich einfach mal, reicht das 160er vermutlich vollkommen aus. Aber ich wurde gebeten, mal so einen Test zu machen und den mache ich jetzt einfach mal. Und aus dem Grund bauen wir jetzt mal kurz die Maschine auf. Das heißt, Abstandhalter vom Alex, mein Urteil, wie ich es immer nenne, das bleibt auch auf ewig bei mir. Dann spanne ich das Messer jetzt einfach der Einfachheit halber in der normalen Tomic-Klammer ein. Und ich würde sagen, ich schleife das Messer ja, auf 20 Grad, sage ich einfach mal. Dann weiß ich, was ich beim nächsten dann auch mache. So, dazu messe ich jetzt hier mit meinem Längenmessblock. Hier, der ist hier oben verschiebbar. Ich lege das Messer hier hinten auf, gehe mit dem schwarzen Knopf ran. So, gehe hier dran, schraube das fest. Dann kann ich jetzt hergehen und kann hier ganz einfach die Länge des Messers ablesen. Das ist in dem Fall, sind das jetzt 152 mm. 152 mm, da muss ich dann hergehen und muss die Höhe der Toolbar mit meiner Software einstellen. Jetzt muss ich mal ganz kurz mein Handy herholen. Moment. Übrigens, meine Software ist noch bis zum 1.1. 50% rabattiert. Ich möchte, dass ihr das zu einem vernünftigen Preis ausprobieren könnt. Und dazu sponsere ich das jetzt mal ein bisschen. So, ich gehe jetzt in meine Software und dann nehme ich die Tomic Software und dann sage ich so, ich habe einen Raddurchmesser, der ist bei all meinen CBN-Rädern bis auf ein Zehntel gleich. Das Zehntel ist immer der verschiedenen Körnung geschuldet. Ich habe aber praktisch 250,3 gebe ich ein bei allen 4 Rädern, die ich habe. So, und jetzt habe ich gesagt, ich habe 152 mm Länge und ich möchte einen 20 Grad Winkel auf jeder Seite. Das heißt, die Software sagt mir, stell die Toolbar 187,5 mm hoch ein. Dann nehme ich hier meinen Tiefenmesser. Einmal AliExpress, glaube ich 25, 26 Euro. So, was habe ich gesagt? 187,5. So, 187,53, damit kann ich leben. Dann mache ich hier die Schrauben los. Dann schaue ich mal, wo ich momentan bin. Ja, sieht ganz gut aus. Ich muss noch ein bisschen hoch. Das ist ja auch ein Vorteil meiner Toolbars. Mit der Tomic Toolbar, mit der normalen Tomic Toolbar, habe ich die hier irgendwo rumliegen? Im Moment, ja.
Sorry Leute, bei mir ist auch momentan ziemlich Chaos, immer noch. Das ist die normale Toolbar von Tormek im Vergleich zu meiner. Ja. Da wäre jetzt auch bei 187,5, ich muss ja noch ein bisschen drin bleiben, dass ich das klemmen kann. Da wäre Ende, so hoch könnte ich gar nicht fahren mit der. Ja. So, aus dem Grund lohnt sich das mit Sicherheit, meine Toolbar zu holen. Es gibt die natürlich auch von Tormek, nur die ist halt doppelt so teuer. So, jetzt schauen wir mal. Sobald ich aufsetze, jetzt setze ich auf, drehe ein bisschen an, gut, Finger drauf. So, und dann machen wir einfach mal das 80er Rad drauf und die Schnellspannmutter drauf, ein Wasser drunter. Das lege ich mal ein bisschen weiter rüber, so. So, und dann könnten wir eigentlich, ach so, halt, ich wollte noch kurz unter das Mikroskop. Ich komme gleich wieder. So, das Foto ist gemacht. Was ich jetzt auch machen werde gleichzeitig noch, ich werde von dem 80er, nachdem ich denke, die Chips sind draußen, auf das 400er gehen und da dreimal drüber ziehen und da auch ein Vergleichsbild machen. Und nachher beim 160er werde ich auch auf das 400er gehen, nachdem ich die Chips entfernt habe und dreimal drüber gehen. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass das, also nochmal, nee, halt andersrum. So, Bilder unter dem Mikroskop habe ich euch eingeblendet, schöne tiefe Chips, so wie sich das gehört. Ich werde dann, nachdem ich die Chips draußen habe mit dem 80er, werde ich einen Zug übers 400er machen, um zu sehen, wie der Sprung von 80 auf 400 ist. Das gleiche werde ich nachher beim 160er machen. Wenn die Chips draußen sind, werde ich einen Zug übers 400er machen und das jeweils unter das Mikroskop bringen. Dann könnt ihr sehen, wie sich das verhält, wie viele Kratzer sind nach dem 80er noch drin, wie viel nach dem 160er, wie sieht die Schneide aus. Aber jetzt legen wir mal los und hauen da mal kurz die 20 Grad dran. Und zwar so, bis die Chips draußen sind sozusagen. Das ist übrigens niegelnagelneu, das 80er, weil mein eigenes 80er hatte ich nach 3-4 Benutzungen einem Kunden gegeben. Da ist Kraft dahinter. So, jetzt will ich mir das schon mal anschauen. Ich habe schon einen mega Bart da dran. Aber Leute, ich muss sagen, die Chips sind draußen. Nach zweimal ziehen. Okay. Ich schaue das mal kurz unter dem Mikroskop an.
Tatsache, nichts mehr da. Toll. Wie viel Kratzer hinterlässt das 80er? Das habt ihr ja unter dem Mikroskop gerade gesehen. Und jetzt, was passiert, wenn ich vom 80er auf meinen 400er gehe und das mache wie beim 160er eigentlich auch. Nachdem ich mit dem 160er eine Schneide angelegt habe, gehe ich eigentlich nur noch generell einmal über das 400er und das war dann gut gewesen, weil mehr brauche ich das gar nicht. Und wieso soll ich das Rad mehr belasten, als dass ich muss? So. Wie gesagt, einmal. Hier noch ein kleiner Tipp. Wenn ihr hinten am Messer anfangt zu schleifen, macht noch mal eine kleine Schleife zurück. Warum? Sonst schleift ihr hinten viel weniger wie in der Mitte und dann bekommt das Messer eine konkave Schneide. Das heißt, das macht einen Bauch nach innen sozusagen. So, eine Seite. Also ziehen, nochmal ein bisschen zurück und weiterziehen. So, und jetzt gehe ich mit dem mal unter das Mikroskop und schaue mir mal an, wie die Schneide denn jetzt aussieht. Einfach von den Kratzern her. Ja, so. So, und jetzt gehe ich her, mache wieder ein paar Macken da rein. Sieht man das, ja? Auch die schauen wir uns mal kurz unter dem Mikroskop an. Jetzt muss ich das Ganze wieder einspannen und jetzt habe ich natürlich den Vorteil, ich nehme das jetzt das Messer lose hier rein, so dass ich es noch bewegen kann. Nehme meinen Messblock, lege das Messer hinten auf und jetzt kann ich das Messer, da der Messblock feststellt, einfach an den Messblock vorne ranführen. Zack. Und jetzt kann ich sicher sein, ich habe hier wieder die gleiche Länge, weil ja meine Werkstücklänge von hier vorne von der Schneide bis zum Knopf die gleiche ist. So, und jetzt gehen wir mal zweimal hier drüber und schauen, ob dann auch die Nicks alle weg sind. So, zweimal bin ich mal drüber und dann gehe ich einfach mal kurz unter das Mikroskop und dann schauen wir uns mal an, wie weit wir damit vorwärts gekommen sind. Also hier habe ich jetzt noch ganz klar, ich mache mal ein Bild, zack. Ich muss das kurz benamen, umbenennen, das ist 160er, 2 Züge. So, und jetzt mache ich weiter, bis die
draußen sind. Moment, ich will mir das noch kurz markieren, dass ich den gleichen jetzt nehme. Moment, ich muss noch mal kurz hier drunter. Wo war er denn? Da ist er. So, das heißt, das ist hier. Mal gucken. Ja, hier habe ich den. Dieser Bereich ist das. Nur, dass ich im gleichen Bereich wieder gucke, nicht, dass ich bei einer anderen Scharte gucke. Also. Leute, wisst ihr, was ist, wenn jemand doof ist, das aber auch noch zugibt? Ich schleife gerade auf meinem 400er Rad rum. Ich habe vergessen, das 160er Rad drauf zu machen. Wie doof kann man eigentlich sein? Naja, gut. Ich meine, ja, vielleicht wegen der vielen Feiertage oder was weiß ich. Keine Ahnung. Also, machen wir das 160er Rad drauf. So, jetzt natürlich trotzdem nach zweimal ziehen und das Mikroskop. Ja, das zeigt eigentlich schon sehr deutlich, wie das 80er arbeitet. Also ich habe noch tiefe Kerben drin. Jetzt gehe ich noch mal zweimal drüber. Und generell für alle, bitte ein CBN-Rad immer ohne Druck schleifen. Das CBN-Rad macht seinen Job, ohne dass ihr da drauf drückt. Einfach die Hände zur Führung drauf, aber nicht zum Drücken. Ihr seid hier nicht an einem Stein, wo ihr, je mehr ihr drückt, desto mehr geht weg. Hier geht es wirklich ganz easy. So, jetzt bin ich insgesamt viermal mit dem 160er drüber. Zur Erinnerung, mit dem 80er waren es zweimal und dann war alles weg. So, jetzt schauen wir hier mal nach, wie es denn aussieht.
Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, sie sind besser, aber sie sind nicht weg. Bringt eigentlich das zutage, wovon ich total überzeugt bin, das 80er schleift dreimal so schnell wie das 160er. So, jetzt sind wir 6-mal drüber gegangen im Vergleich zu 2-mal. Also ich muss noch 2-mal, dann müsste es erledigt sein. So, jetzt schauen wir uns das nochmal an. Zur Erinnerung, ich bin jetzt 8-mal übers 160er im Vergleich zu 2-mal übers. Aber jetzt sieht es so aus, als hätte ich es geschafft. Ja. So, dann machen wir auch ein Foto. Und jetzt mache ich auch hier das 400er mal noch kurz drauf und mache auch mit dem 400er einen einzigen Zug. Und dann werdet ihr sehen, das sieht natürlich viel schöner aus wie nach dem 80er. Das heißt, ich muss wahrscheinlich übers 400er vom 80er aus 10-mal drüber und vom 160er aus nur einmal. Ihr werdet gleich sehen, wie wunderschön definiert die Schneide ist. Ein bisschen Wasser täte auch gut. So. Und wie ihr gesehen habt, brauche ich jetzt natürlich nach dem Steinwechsel überhaupt keine Höhe an meiner Toolbar verstellen, weil ja meine Räder alle den gleichen Durchmesser haben.
So, jetzt ziehe ich mal noch ganz kurz einmal ganz schnell hier drüber, um den Grat wegzunehmen ein bisschen. Sieht dann unter dem Mikroskop ein bisschen besser aus. Und jetzt schauen wir uns die Schneide mal unter dem Mikroskop an. So, ich habe da jetzt ein bisschen rausgeschnitten. Mein Mikroskop hat gerade mal kurz einen Geist aufgegeben. Habe ich wieder gerichtet, habe euch jetzt auch ein Bild gemacht. Ich meine, es sind natürlich schon Welten. Die Schneide nach dem 160er und dem 400er im Vergleich die Schneide nach dem 80er und 400er. Als Fazit würde ich vielleicht Folgendes sagen. Das 80er ist für eine Neuanlage einer neuen Schneide, für Reparaturen, wenn Macken im Messer sind oder wenn ich von einem 25er Winkel auf einen 15er Winkel runter will oder solche Dinge, ist das 80er optimal geeignet, weil ihr wirklich mit ein, zwei Zügen schon das Vorergebnis habt. Dann würde ich aber natürlich, und bitte, das geht nicht darum, ob ich jetzt hier was verkaufe oder sonst was, ich würde generell das 160er und dann das 400er schleifen. Hat auch einen anderen Grund. Je mehr ich auf dem 160er rumschleife, desto mehr Material geht runter. Ich meine, die Räder sind ja nicht für die Ewigkeit, ja. Und wenn ich jedes Rad nach seiner Bestimmung benutze, werde ich auch lang Freude an den Teilen haben. Das heißt, ein 80er ist einfach dafür da, schnell und zügig Material wegzunehmen, währenddem ein 400er schon anfängt, sauber zu schleifen und ein 1000er eigentlich schon wirklich kaum noch Kratzer hinterlässt. Dann habe ich das 1200er noch hinterher, haben wir das Rockrad-Filzrad hinterher. Aber wenn jedes Teil seiner Bestimmung gemäß benutzt wird, werdet ihr ewig Freude haben an den Teilen. Na? Okay, das soll es jetzt mal gewesen sein, so ein kleiner Vergleich. Und dann schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ich wünsche euch was. Ciao.